Liebe Wassermänner, hier kommt ein Impuls für euren neuen Monat. Ja, etwas braucht Stabilität, Erdung, Wachstum. Es geht um euer Leben, um eure Wurzeln, eure Vitalität. Und es geht irgendwie um Verstrickungen im Leben, um Situationen, die vielleicht nicht so ganz gesund sind oder sich nicht gut anfühlen. Das kann ja auch aus dem Bereich der Freundschaften kommen oder dass du dir einfach sagst, ich brauche hier mehr Loyalität, ich brauche hier mehr Treue von anderen Menschen, die sich Freunde nennen. Du möchtest dir aber auch selber treu bleiben und dich nicht verbiegen müssen. Die Möglichkeit tatsächlich auch so Kreisläufe aufzulösen oder auch wo du merkst, hier irgendwas fühlt sich nicht gut an, weil es sich wiederholt oder weil dir im Beziehungsleben, in Partnerschaften immer wieder das Gleiche gespiegelt wird. Möglicherweise hast du hier auch die Situation, dass dir aus dem Freundeskreis irgendwelche Sachen aufgezeigt werden, die dich nachdenklich machen, wo du überlegst, wie komme ich denn hier raus oder wie komme ich hier weiter und jemand hat hier irgendeinen Funken der Lösung mitbringt. Es geht ja auch um das Thema sich verbunden fühlen, Verbundenheit. Ja, es geht darum, etwas aufzulösen, was dir nicht mehr gut tut. Eine Mangelsituation, die du vielleicht schon aus der Vergangenheit mitschleppst, möglicherweise verarbeitest du hier auch ein Thema, das mit Eltern einhergeht oder vielleicht auch eine Beziehung aus der Vergangenheit und möglicherweise kommt ja auch nochmal jemand aus der Vergangenheit auf dich zu. Du stehst hier ganz bei dir, ne? Dein Umfeld ist irgendwie, nimmt dich auch so wahr, als dass du hier dein Fundament hast, deine Grenzen kennst, dass du eine solide Ausgangsbasis hast. Möglicherweise geht es auch um Dinge aus deinem Umfeld, die mit allem Verbindlichen, Vertraglichen zu tun haben. Und am Ende geht es hier auch darum, deine eigene Größe zu leben, im Vertrauen zu sein. Dir wird hier, glaube ich, auch bewusst, dass es hier mal auch um dich geht. Also du hast hier alle tragenden Karten schon mal dabei, ne? Dein Leben, die Beziehung, das Umfeld, die Häuslichkeit, die Elternthemen, die Freundschaften, die Kinder. Und irgendwie kann es auch sein, dass dich das so ein bisschen in Stress bringt. Oder dass hier noch so eine gewisse Unruhe mitschwingt. Irgendwas, wo dir vielleicht auch mal das Gequatsche der anderen zu viel wird. Oder dir jemand sagen möchte, mach doch das so, mach doch das so. Und es geht aber nur um dich, ne? Um deine Wahl, um das, was du als gut oder ungesund empfindest. Und du hast hier eine schöne Basis um dich rum, ja? Fundament, Wachstum, Menschen, ne, die dich auch wertschätzen und wo das sich verbunden fühlen, auch gelebt wird. Und trotzdem hast du hier etwas, wo sich nicht gut anfühlt und das dich irgendwie stresst, ne? Es können auch so Familienkonflikte sein oder Anstrengungen, die du für andere Familienmitglieder unternimmst. Irgendwer will immer irgendwas, sozusagen. Du machst dir vielleicht auch Gedanken, wie es in Zukunft ein bisschen ruhiger wird für dich, also wie der Stress sich rausnimmt.
aus irgendwelchen Situationen. Es kann ja auch ein bisschen um das Thema gehen, wo agiere ich noch so, dass es allen anderen passt, nur mir nicht. Und es geht darum, dass du hier in die Klarheit kommst, dass du eine neblige Situation verlässt. Du hast hier möglicherweise viele Umstände von außen für deinen nächsten Monat, die deine Klarheit manchmal Kopf stehen lassen. Wie nimmt man dich wahr? Wie nimmst du die anderen wahr? Welche Einflüsse kannst du kontrollieren, welche nicht? Und wie gehst du dann letzten Endes damit um? Das kann ja so ein Thema sein. An sich alles ums Leben, um deine Nerven, etwas, was dir vielleicht mehr Ruhe bringt, eine Balance auch, wo du dich wohler fühlst. Also es zeigt sich eine ungute Situation, damit du sie lösen kannst, nennen wir es so. Die Bereiche Beruf, Beziehung, Leben zeigen sich. Und ich glaube, du hast ja auch so ein bisschen einen Entwicklungsschritt vor dir. Das geht hier darum, dass du ganz unabhängig deinen Weg gehen kannst. Und auch so, wie du es möchtest. Ohne Bewertung, ohne Blabla von außen. Und ohne Beeinflussung, nennen wir es mal so. Ich habe den Sperling für dich, lieber Wassermann. Der bringt dir Antriebskraft, Genauigkeit und Freiheit. Geh durch die dunklen Phasen und mach das Licht wieder hell. Und es wird in deinem Leben und in deinen Gedanken auch wieder hell. Und hier kommt viel Klarheit, Aufklärung für dich, Erkenntnis. Dann gucken wir das Kraft hier für die Lieben. Ja, Wassermänner, hier habt ihr das Einhorn. Es geht tatsächlich um Wahrhaftigkeit. Und das Einhorn speziell doppelt eigentlich die ganze Legung, denn das sagt dir, wo sagst du noch Ja, wo du lieber Nein sagen würdest. Wo sind eben Verbindungen mit anderen und von oben, die dich auf deinen reinen Ursprung, dein eigentliches Sein auch zurückbringen können. Und hier kommt ein bisschen die Erinnerung an deinen Ursprung, an deine Wurzeln. Und irgendein Tor öffnet sich jetzt und bringt dir hier ein Energiefeld, wie du wieder mehr zu dir zurückkommst, in einen strahlenden Zustand auch, ne? Auch ein Monat, wo du Laster oder irgendwelche karmischen Situationen wandeln kannst. Und wieder eben viele Erkenntnisse, Anbindung, Verbindung, Wahrheit, bedingungslose Liebe. Auch, dass du dir treu bleibst. Und das Wichtige hier ist, dass du dich selbst nicht verrätst. Was wir hier schon hatten, ne? Wo lebst du und wo machst du es den anderen noch recht? Und da geht es bei dir ein bisschen drum. Dieses Machen und Tun auch, um anderen zu gefallen, wird hier noch ein bisschen angesprochen. Und diese Abgrenzung, das wird hier diese ungesunde Situation sein. Und davon kriegst du reichlich geschickt, damit du überprüfen kannst, wo du da auch stehst. So, sei großzügig und verlasse alte Muster. Ja. Liebe Wassermänner, das war eure Legung. Ich drücke euch bis bald.